Wer ist denn da? Deckel muss ab. Jetzt bitte kein Desaster. So, was geht ab? Ja, ich nehme mal hier die ganze Kickstarter-Sache ab. Jetzt kommt hier ein Sprengring. Sprengringzange hast du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, ich habe die hier mal so angespitzt. Vielleicht kriege ich es sogar damit. Das wird schwierig. Ach, hoppala. Sorry. Ist das wichtig, dass die läuft Vielleicht. jetzt? Ja, klar. Ja, klar. Das denkt man in dem Moment immer nicht und dann im Nachhinein ärgere ich mich mal. Kickstarter drauf. Ja, da ist es. Oh Gott, jetzt gibt es kein Zurück. Ich bin gerade hier auf dem Campingplatz. Da fahren die gerade mit ihren Raftingbooten weg. Ich habe hier einfach angefangen, den Motor zu zerlegen. Hat keiner was gesagt bisher. Oh, das ist aber super eng hier an der Kupplung vorbeizukommen. Scheiße, als ob das nicht geht. Doch, es geht. Also ich habe jetzt hier am Kickstarter-Mechanismus absolut nichts gefunden. Deswegen baue ich das jetzt einfach wieder ein und gucke nochmal, ob es funktioniert. Okay, wieder ist drin. Ist das Ding da? Mir ist die Kamera in den Motor gefallen. Also ich habe das Problem nicht gefunden, aber ich schmeiß jetzt einfach an. Vielleicht ist ja weg. Ach so, wird auf. Oh, es geht auf den Fuß jetzt langsam. Ja, das wäre so geil, wenn das jetzt einfach schön läuft. Jetzt klappt's. Kommen Sie. Ich kann nicht mehr. Ja, jetzt ist es anders als vorher, man hört es nur noch beim Gas geben, aber richtig laut. Von wo kommt das? Kommt das von hier, von der Ölpumpe? Ja. Kommt eher von da, ne? Ja. Ob es jetzt die Ölpumpe ist oder einfach nur der Zahnrad von da hin. Das wird halt auf jeden Fall so bis das Geräusch weg ist, jetzt ganz ruhig fahren, so ganz langsam. Und ich frage mich, was das da sein soll an der Ölpumpe. Ja, da ist wohl so ein Überdruckventil mit einer Feder. Und das flattert dann, oder was? Ja, dann, ja, so würde ich mir Also, so stelle ich mir das macht vor. das ja blöd. Ja. Das könnte tatsächlich, wenn du mich fragst, mit etwas gesunkenem Öldruck zu tun haben. Dadurch, dass du den Kühler montiert hast. Ich habe den Kühler montiert und ich habe auch dickeres Öl. Ja. Ich hole mal meine Wäsche rein, sonst wird das wieder alles nass. Wo tust du die denn dann hin, wenn du die reinholst? Schnauze, geht zurück in euer Haus. Oh. Alter. Ich filme seit einer Stunde. Wie dumm. Ey, wie krass. Der ist einfach seit heute Morgen auf meinem Helm geblieben. Alter, ich bin voll durch den strömenden Regen gefahren, eine Stunde. Und der hält sich da fest. Wie krass. Alter, Respekt, Brudi.
Er ist immer noch da. Mit 50 Kilometern oder so hält er sich fest. Was hat er für Pranken, dass er sich an dem glatten Lack da festhalten kann? Ich taufe ihn Flip. Oh Gott. Flip ist immer noch da. Wie der sich da so schnittig hingepackt hat, ne? Genau hinter die Kante. Aber so, dass er noch drüber gucken kann. Wer bist du jetzt, mein Begleiter? Die anderen getroffen. Und Flip ist immer noch da, ey. Gerade auf der Landstraße irgendwie 100 km/h Seitenwind. Ich musste mich voll an die Seite lehnen. Nie hätte ich gedacht, dass er immer noch drauf ist. Es ist ja so ein krasser Wind, der hat mir richtig den Kopf hin und her gerissen. Und er sitzt da immer noch. Also ich muss doch wirklich sagen, das Gras war letztes Jahr aber viel grüner. Also windige Zeiten sind das zur Zeit. Ich habe mir, glaube ich, meinen Flügel verstaucht. Naja, macht nichts. Ich kann ja immer noch mit meinen Beinen hüpfen. Da kann ich euch mal zeigen, wie er so hüpft. Ich dachte heute Morgen, Flip wäre weg. Der war nicht mehr auf seinem Stammplatz. Aber er ist noch ein bisschen spazieren gegangen. Geht echt spazieren, ne? Ja. Ich habe Flip eine Hütte gebaut. Da sollte er ziemlich windgeschützt sein. Noch sitzt er hier und schaut in die Gegend. So, ein bisschen Proviant noch eingepackt. Ach, ja. Er frisst auch schon ein bisschen. Njam, njam, Frühstück. Und du meinst, der Flügel hätte hier einen Schaden? Nee, jetzt, das sah gestern so aus, weil der hat den wieder eingerenkt. Er zieht sich den ganzen Stiel rein. Flip macht sich schon mit seiner Bude vertraut. Da kann es ja jetzt losgehen. Hier ist Flip Und das und ist Papa Fips. hat Emil. Oder Emil, ne? Und hier Ja, müssen gut. wir jetzt hoch. Ich muss aufpassen, dass ich Flip nicht mit so einer Ranke vom Helm fliege. Hoffentlich geht er in sein Haus. Boxenstopp Boxenstopp, ja. nach 2 Kilometern. Lampe wackelt. Ölleitung undicht. Ventil klappert. Flip, der ist geflogen. Wohin? Hier auf dem Gasgriff. Willst du rein in den Helm oder was? Bist du wieder fit? Ist vielleicht ein bisschen stressig auf diesen Trails. Wo ist er hin? Ich habe einmal geblinzelt, jetzt ist er weg. Wo ist er? Ich glaube, der hat an dem Kleeblatt sich Kraft vertankt. Ja, Er musste vielleicht erstmal einfach nur da sitzen. 2 Tage. Ja, mache ich ja auch manchmal so. Ja, das gibt's nicht. Flip war weg. Ich habe schon Lebewohl gesagt. Wie ein Geist verschwunden und wie ein Geist wiedergekommen jetzt. Der war komplett weg, nirgendwo auffindbar und ist zurückgekehrt. Hey, ist ja verrückt. Flip,
Das ist er auch. Ich erkenne ihn an seinen Flügeln. Ja, langsam mal nach hinten. Jetzt geht's weiter. Hat sich schon fertig gemacht. Ja, kein Stress, ne? Ab ins Häusle. Das ist, glaube ich, sein Lieblingsplatz oben drauf auf dem Haus. Dachterrasse. Da sitzt er immer. Genau dasselbe. Hoch und dann will er aber runter, ne? Ja. Ja, alles gut. Er ist ganz oben jetzt drauf. Ja, er sitzt genau oben drauf. Er hat die Fühler nach oben gestreckt. So. Er freut sich. Und die gehen auch so. Ah, erkennt man den Profi. Ja. Einer Hand. Da habe ich mich gerade hingelegt in der Kurve. Da einfach weggerutscht, zu viel Gas gegeben. Aber Flip ist da. Mitten drauf wieder. Er hat seinen Platz auf dem Schwarzen. Er fühlt sich da, glaube ich, gut. Ah ja, ich sehe die Fühler im Spiegel. Krass, ne? Ich habe Flip leider verloren. Auf der Landstraße ein bisschen zu lang, zu schnell gepfeffert. Ja. Ich dachte, der geht in sein Haus, aber der saß immer oben drauf. Schade. Jetzt kommt hier ein übles Stück, ey. Jetzt heißt es Ballons, ne? Diese Ballons. Also ich mache tatsächlich erstmal eine Anfahrt. Ja. Nicht abrutschen hier vorne. Haben. Oh! Hätte ich jetzt. Ja, das ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, dass der das aus der Position umkippt. Und du auch noch gefilmt, ey. Ist das am Filmen jetzt? Ja. Scheiße, da habe ich nicht gut genug drauf gehalten. Das tut mir echt leid. Ich glaube, er wird mich irgendwie sagen, dass ich eine traurige Figur als Kameramann abgegeben habe. Weißt du, woran das jetzt lag letztendlich? Ich war mit dem Gefühl langsam. Ich habe sowas nicht gedacht. Ja, mich hat's auch überrascht. Ich ziehe hier hoch, dachte ich. Fußraste ab. Fußraster. Man sieht es nicht. Sehr steiles Stück. Ja, ich habe die GoPro-Halterung geklebt. Papa und Britta fahren mit dem Auto nach Rijeka in Kroatien. Da will ich heute Abend auch sein. Ich bin jetzt den ganzen Tag jetzt schon auf solchen Wegen hier unterwegs. Jawohl, Alter! Shit, hier habe ich die Schraube verloren. Kacke. Stopp, da ging's rein.
war jetzt mein Power-Turn. Wo geht's rein? Hier? Geil, Trail. Oh, Matsche. Jetzt hätte ich ja gern die Stollen. Komm, einfach. Oh. Mit Zuversicht. Durch. Hoppala. Okay, es wird rutschig. Einfach cool bleiben. Geil, Trails. Schön. Nach all dem Schotter. Wow. Okay, ich hier nach hinten lehnen, dass das Hinterrad nicht so durchdreht. Boah. Huch. Jo, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, oder was? Boah, checkt der Navi das nicht. Ich glaube, ich fahre einfach hier weiter. Ist geil. Ich weiß nicht, ob ich noch richtig bin. Ich hoffe denn. Hier wird es langsam schwerer umzudrehen. Aber ich glaube, dass es richtig ist. Kommt mir richtig vor. Auch wenn der GPS sagt, ich bin nicht auf Route. Ich glaube, ich bin trotzdem auf Route. Obwohl, scheiße, ich komme voll ab. Ja, vielleicht fahre ich dann gleich nochmal zurück. Ich fahre noch ein bisschen weiter. Ist ja zu geil. Ja, ich glaube, ich bin wirklich falsch. Scheiße. Wie gut das geht, ey. Also jetzt, ich habe auch weniger Gepäck, ne? Das ist jetzt mein Papa im Auto. Boah. Der ganze Campingkram. Ich habe jetzt eigentlich nur noch Werkzeug und Ersatzteile und sowas dabei. Oh, macht das Bock. Aber ich bin wirklich falsch. Wow! Geil. Aber ich fahre mal zurück und versuche den wieder zu finden. Okay, ich bin noch nicht zurückgefahren. Oh! Da fluche aber was hoch. Und dann jetzt auf dem anderen Weg. Au! Voll gegen das Bein geflogen und Stock. Und hoffe da jetzt auch zurückzukommen. Und vielleicht. Boah, ist das ein. Oh, dicke Pilze. Hoffentlich reite ich mich hier nicht in die Scheiße, Alter. Soll ich es wagen? Also ich könnte hier links relativ safe. Komme ich da wahrscheinlich auf den Weg. Ja, komm. So reitet man sich wahrscheinlich in die Scheiße. Immer neue Wege und so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den originalen Weg finden würde. Boah. Sieht das gut aus? Ja, das sieht ganz gut aus. Obwohl, hier wird so steil, dass ich da wohl nicht mehr hochkomme. Aber da komme ich auf den Weg. Komm. Oh, da läuft der Sprit raus. Scheiße. Okay, ich sollte mich doch beeilen. Ja, das Kabel hängt. Zack. Oh, fuck.
Meine GoPro ist abgebrochen. Okay. Oh, geschafft. Jo, hab's geschafft aus dem Wald. Aber echt nur mit Mühe und Not, ey. Das war echt eigene Doofheit wieder. Halt einfach gemerkt, dass ich mich verirrt habe auf dem Trail. Und dann trotzdem einfach weitergefahren, weil es so geil war. Aber ja, dann irgendwann auf so einem steilen, felsigen Stück abgelegt. Das habe ich, glaube ich, auch noch auf GoPro. Dann ist mir die leider abgebrochen, die Halterung. Deswegen habe ich den Rest nicht dokumentiert. Aber dann ging es erst los, ey. Habe ich schon gemerkt, hinten total schwammig. Ja, scheiße. Der Reifen ist platt hinten. Und ich hing noch irgendwo in der Pampa, da am Hang. Ich habe gesehen, da ist ein Weg auf der Karte eingezeichnet. Also wo ich war überhaupt nichts mehr eingezeichnet. Und ich dachte, da muss ich irgendwie hin jetzt, möglichst schnell, solange ich noch ein bisschen Luft im Reifen habe. Dann hört es wirklich komplett auf dem Weg zu sein. Dann war ich irgendwo in der Pampa. Habe ich ein bisschen zu Fuß da die Gegend ausgekundschaftet und gesehen, da führte so ein Flusslauf mehr oder weniger. Total zugewachsen und super steil und voll die Felsen, also so vom Wasser, was da immer runterläuft. Ja, war aber irgendwie meine einzige Wahl. Dann habe ich mich da noch runtergeschmissen mit nur noch ein bisschen Luft im Reifen. Und dann sollte ich angeblich nach dem Navi irgendwann schon auf dem Weg sein durch diesen Flusslauf, aber es wird immer ein kleinerer, schmalerer Flusslauf, am Ende nur noch so eine schmale Rinne. Und ich dachte, das gibt's nicht, diesen Weg gibt's hier nicht, ey. Das war dann wirklich kein Flusslauf mehr, kein Weg mehr, nichts, nur noch ganz wenig Luft im Reifen. Und irgendwie noch weiter in dieselbe Richtung gekämpft. Ich dachte, da muss irgendwas kommen. Und dann tatsächlich irgendwie nochmal 20 Meter weiter durchs Gestrüpp gekämpft. Kam dann echt so eine glorreiche Schotterpiste, ey. So, ich habe natürlich in weiser Voraussicht mein Reifenreparaturset dabei. Ja, das ist der Übeltäter. Ich war noch nie so happy über eine Schotterstraße. Ich dachte echt, ich bin so im Arsch, weil da war nichts mehr. Echt, da konnte ich nur noch so durchs Gestrüpp mit dem platten Reifen. Dann hätte ich das da im Gebüsch irgendwo machen müssen. So, jetzt habe ich natürlich auch kein Spülmittel dabei. Das wird übel. Erstmal von der Flanke lesen. Dieser Löffel bringt gar nichts, ey. Ich habe die Leute beim Abendessen gestört und habe Spüli und Wasser. Sehr gut, damit schließe ich das mal ein. Hier aus dem Stück Krücke habe ich mir so einen Ständer gebaut. Steht auf dem Seitenständer und auf der Krücke hier hinten. Jetzt ordentlich Spüli. Jawohl. Das war gut mit Spüli. 1000-mal besser. Perfekt. Okay, alles wieder fit. Ab jetzt wird wieder einhändig gefilmt. Aber geil, ich fahr wieder. Juhu. Ja, also bis Kroatien habe ich es leider nicht geschafft. Aber fast. Also da drüben der Berg. Auf der anderen Seite von dem Fluss, der da unten ist. Da ist Kroatien. Ich warte jetzt hier auf Papa und Britta. Ich habe jetzt auch gar keinen
Camping-Equipment. Also kann ich nur Feuerholz machen. Aber das ist ja auch schon mal das Wichtigste, dass das Feuer brennt. Ja, und morgen geht's weiter, ne? Motorrad fällt an allen Ecken auseinander. Da fliegen die Schrauben raus und es fängt an zu klappern und zu rasseln. Das ist auch schwer am Arbeiten. Na gut. Wir machen uns erstmal einen schönen Abend. Ich hoffe, ich bleibe nicht alleine. Ich krieg noch meinen Schlafsack und so. Jo. Hätte noch immer Jod gegangen.